Hallo allerseits, ich bin heute auf der internationalen Modellbahnausstellung in Göppingen. Ich habe ja schon viele Anlagen gefilmt und fotografiert, aber so eine kleine Anlage noch nicht. Und ich bin hier bei Jürgen Wagner aus Peine. Wie groß ist denn diese Anlage? Die ist in Spur Z im Maßstab 1:220. Ja, die Anlage hat eine Länge von 1,30 Meter und eine Tiefe von 65 Zentimeter. Das ist noch nicht mal 1 Quadratmeter groß, ganz genau 0,85 Quadratmeter. Super, dann kann man ja wirklich mal auf kleiner Fläche auch einiges machen. Und es ist hier realisiert eine ganze Stadt mit einer Spielzeugfabrik, die hier realisiert und gebaut wurde. Und ein Bahnhof und unten ist ein Schattenbahnhof und eine Gleiswendel mit 4 Etagen, wo dann die Züge im automatischen Betrieb auf und ab fahren und eingesetzt werden. Wie viele Züge sind im Einsatz? Also aktiv im Einsatz sind im Moment 8 Züge plus 2 Reservezüge, also 10 Züge haben wir hier im Moment im Einsatz. Und wie werden die gesteuert? Mit einer Digitalzentrale oder mit irgendeiner Elektroniksteuerung, SPS oder sowas? Ja, das ist eine Industrie-SPS, die hier eingesetzt ist, etwas älteres Baujahr, und die steuert eben diese Blockabschnitte und den ganzen Automatikablauf. Schauen wir mal ein bisschen was von den Zügen an, damit man auch was sehen kann. Es ist gerade einer verschwunden, aber der nächste kommt bestimmt gleich wieder. Ich habe mir vorhin schon sagen lassen, in der Anlage, die heißt hier Mittelerde, ist auch ein bisschen was Fantasievolles realisiert worden. Es gibt hier zum Beispiel einen Drachen, der hier fliegt. Den müssen wir uns mal anschauen aus der Nähe. Und ansonsten haben wir hier verschiedene Züge im Wechsel, die hier eben eine Runde fahren. Das ist hier sogar eine Gleisstrecke mit Gleisüberhöhung und geht jetzt hier in einer scharfen Kurve rum und dann geht es hier den Berg runter. Mit wie viel Prozent Steigung? Also darunter geht etwas über 3%. Die ganze Anlage wird wahrscheinlich so Größenordnung diese Steigung fahren, weil man recht viel mehr ja nicht machen soll als Steigung oder als Gefälle. Nee, also das ist das Optimum, also das mehr geht nicht. Und die Züge sind deshalb auch ziemlich kurz gehalten, also mehr als 4 D-Zugwagen schafft so eine Z-Lok nicht die Steigung hoch. Und die Züge, das ist also ein Z, Maßstab 1:220, das meiste von Märklin wahrscheinlich? Ja, das meiste ist von Märklin. Schauen wir mal in den Schattenbahnhof rein, was sich da tut. Da sind etliche Züge zwischengeparkt und jetzt fährt hier gerade einerseits eine E-Lok, eine grüne, vorbei. Das müsste eine 110er sein. Oder eine E50. Die bleibt jetzt stehen. Jetzt sieht man hier so einen Gleisabschnitt, der elektronisch gesteuert wird. Und hier oben drüber eine Diesellok im Einsatz. Dann fährt hier gerade wieder ein Zug vorbei. Wie lange ist daran gebaut worden an der Anlage? Also ungefähr 3 Jahre habe ich dafür gebraucht. Baubeginn war, glaube ich, 2009, haben Sie schon vorhin erzählt. Ja, 2008 und 2010 hatte ich dann die erste Ausstellung mit der Anlage. Die war auch schon auf der großen Messe in Köln zum Beispiel oder bei den Z-Freunden in Altenbeken auch schon zu sehen. Und wie viel Gleis ist hier verbaut worden? Ja, ungefähr 12 Meter Gleis und 22 Weichen sind hier verbaut. Die werden alle gesteuert. Jetzt schauen wir noch einen Blick hinter die Kulissen, damit wir ein bisschen was von der Steuerung sehen. Man kann sie ja auch, wenn man will, manuell fahren. Ja, genau. Man kann Halbautomatik, Vollautomatik oder manuellen Betrieb. Das heißt, hier jetzt der manuelle Betrieb zum Weichenschalten und für die Gleisabschnitte und der Trafo zur Stromversorgung. Und das ist hier die digitale Steuerung. Dann mit einem Funkhandregler, der dann per WLAN, oder wie läuft das? Ja, das ist so eine Funkstrecke, die man selber sich basteln und bauen kann und programmieren kann dann. Gut, dann hoffe ich, dass nochmal vielleicht der ICE vorbeikommt. Der müsste demnächst, glaube ich, wieder fahren. Irgendwo müsste er, glaube ich, bald rauskommen oder er ist noch geparkt. Aber wir haben hier auch unten im Schattenbahnhof noch eine Runde, mit der man hier einmal einige Züge auch weiter abstellen kann. Und jetzt kommt der ICE, sehe ich gerade.
Ja, das ist eine gute Idee mit so einer Gleiswendel als Schattenbahnhof zum Zwischenparken der Züge, weil das immer irgendwo die Schwierigkeit ist, wo bringe ich die ganzen Züge unter. Genau. Und da habe ich eben auf kleinstem Raum möglichst den größtmöglichen Platz. Und den Anlagenbau, Landschaft, Gebäude auch alles selber gebaut oder Bausätze hauptsächlich wahrscheinlich? Also hier auf der Anlage sind hauptsächlich Bausätze, die man kaufen kann, ein bisschen gealtert. Ansonsten die Landschaft und auch die Bäume vor allen Dingen, die herbstlichen, die sind alle selber gemacht. Gut. Schau mal für Sonntag. Dann noch einmal einen Zug. Das wäre einfach. Hat Spaß gemacht, war eine schöne Anlage hier mit weniger als 1 Quadratmeter auf der internationalen Modellbahnausstellung in Göppingen bei Jürgen Wagner aus Peine. Bedanke mich. Ja, ich bedanke mich auch.